Es geht um eine Gruppe Überlebender auf der Erde, nachdem ein Meteor eingeschlagen ist und ein ewiger Winter herrscht. Und sie haben wohl einen kleinen Roboter dabei, der kam gerade mit einer Nachricht, dass in 30 Tagen Hilfe kommen würde. Ich muss mit den Leuten sprechen, ich muss Essen kochen lassen, ich muss die Rationen verteilen, dass alle glücklich sind. Together, building a safe place to call home. These people gave me hope. So, der Uli hat ja gerade ein bisschen was zu Impact Winter erzählt. Und ich bin jetzt auch gerade am Zocken und ich muss echt sagen, dass das schon vergleichbar ist mit dem Survival-Event, das wir gestern hatten. Weil du auch gucken musst, dass das Lagerfeuer weiter brennt, du musst da Holz reinschmeißen, du musst Sachen reparieren lassen, musst deine ganze Crew mit Essen ausstatten und das hat schon echt einen ganz authentischen Charme. So, wir sind hier jetzt gerade im Nirgendwo sind wir in Lappland und hier schneit es ganz gewaltig, es liegt Schnee und wir haben hier so eine kleine Survival-Aufgabe und wir müssen jetzt Aufgaben erledigen, um zu überleben. Und es gibt an jeder Station neue Hinweise. Wir müssen Feuer machen, Wasser schmelzen. Und wir sind jetzt gerade an der ersten Station, sind hier in ein Haus eingebrochen und müssen jetzt gucken, dass wir hier Utensilien finden, die wir für unsere nächste Aufgabe benutzen können. Wir haben Feuer gemacht. Wir sind die Gruppe Nummer 4 und der Uli rackert sich gerade ab. Was tust du? Ich mache Schnee zu Wasser. Uga, Uga. Ja, wir mussten jetzt hier gerade durch die Pampa laufen. Wie ihr seht ihr nichts. So, ich leuchte mal so ein bisschen. Und alle Gruppen haben schon ihr Feuer gemacht, nur wir nicht. Aber wir haben jetzt Holz gesammelt, haben Feuer gemacht mit einem Feuerstein. Wasser gemacht. Weiter. Jetzt bauen wir ein Zelt auf und dann geht es weiter mit dem nächsten Hinweis. Wir räumen das Feld von hinten auf, meine Lieben. Bis gleich. I found a reason to live. And together, if we can survive long enough. Wir sind jetzt gerade angekommen und haben unsere letzte Aufgabe gemeistert mit unserem Team. Und jetzt gibt es hier leckere Getränke. Und alle sind heute vor Hunger gestorben. Und wir mussten ja in der Wildnis überleben. Und jetzt haben wir endlich ein bisschen Ruhe gefunden und konnten uns die Wampe vollschlagen. Und ich glaube, wir sind ganz zufrieden. Ich sag mal, Prost. Prost. So, wir sitzen hier mit den Kollegen von Impact Winter und wir hatten ja gestern das Survival-Event und das war ja sehr aufregend, aber auch ziemlich kalt. Jetzt sitzen wir hier schön im Warmen und reden mal über das Spiel. So guys, could you first introduce yourself, please? Sure, my name's Stuart. I'm the lead designer on Impact Winter, one of the co-founders of Mojo Bones. And I'm Mark. I'm a creative director of Mojo Bones, also co-founder. Do you want to ask the first question or should I start? Oh, please, ladies first. Okay. Of course. So the survival event yesterday was a little bit similar to the game, of course. Sure. So what is the story about? I know it's you have to survive 30 days. Is that possible, actually? It is possible. It is possible. The key really with the game design is to start with that 30 days, but build that time or reduce that time by the various activities and things that you can do in the game, earning experience points or rescue points as we call them. So you start with that 30 days, but it's very much about trying to get that time down as quickly as you can. You find hundreds of objects around. I walked from the church to a snow cave, like 5 minutes, and I've got 1 minute later my inventory was full. Sure. So don't you think that's like not a good idea to send the people going back and forth and back and forth? It's like repetitive. That's where the role system comes in as well, because you can actually utilise the roles for the team members. So if you've got a particular focus that you want, so you might want to be short on fuel, so you can actually send a team member to be out looking for fuel items, which then obviously means that you don't have to look for those as much. You can upgrade Acolyte's inventory, so you start with a very limited space, but over the course of the game you'll be able to expand that by 3 times. So you need a lot of time to play that game through, right? How much time do you need to play it through? So we've looked at a slow playthrough as being 12 to 14 hours. Guys, what was the idea behind it? You were influenced from a special type of games, or you played a game yourself you liked that much?
How do you come up with the idea? Well, I don't think we were influenced by games specifically. There was no one game that made us think, oh, we want to make a game like that. Obviously, this was conceived around the time that survival games were becoming more increasingly popular. So naturally, just by being surrounded by that kind of stuff, you are inadvertently influenced by things. Don't starve. How many people have involved for the whole development? So really 5 guys? Yeah. Yeah, it's 5. Yeah. Really? Yeah. You should do crazy. Believe. Yeah, it's really like the scope of the game. I mean, it's obviously a challenge, but a smaller team has the positives as well, because we can get a lot done. A lot gets approved. We can that's true. The small team can just gather. Is it a problem to get it on a console, and why? It's not really so much. I mean, there's in general development, there's always the logistical problems of things like performance, and generally, you have things that don't. It's not just like a button press and transferring it across. There's always things that you have to consider: menus, design, controls. Good. Thanks. Yeah. You're welcome. Thank you very much. You're welcome. No, thanks So for your time, guys. Yeah. Yeah.